Nach 3 grandiosen Age of Empires Definitive Editions und einem richtig guten Age of Empires 4 kriegt nun auch das Spin-off Age of Mythology sein Remake als sogenannte Retold Edition. Darüber hinaus kündigt Microsoft Age of Empires für die Xbox an und teasert ein neues Age of Empires für Smartphones an. Also jede Menge Holz für eine neue Folge Gaming News in eurer Zocker-Lounge. Eigentlich konnte man ja schon damit rechnen, denn das Remake zu Age of Mythology ist einfach nur folgerichtig. Alle Definitive Editions sowie Age of Empires 4 waren für Microsoft finanziell ein Riesenerfolg und kamen auch bei der Fanbase größtenteils sehr positiv weg. Mit Age of Mythology Retold bekommt nun auch das Spin-off sein wohlverdientes Remake. Ist es doch auch heute noch für viele Gamer und vor allem Veteranen der beste Age-Teil von allen. Kleine Randnotiz: Meine persönliche Erinnerung an Age of Mythology ist übrigens, dass das Spiel damals meine schicke GeForce 3 Ti 500 gebraten hat, da während des Zockens der Lüfter an der Grafikkarte ausgefallen war, wofür das Spiel aber nichts konnte. Ach ja. Details wurden aber nicht genannt. Bis auf einen schicken Render-Trailer gab es auch sonst nichts zu sehen. Auch einen Release-Termin nannte man uns noch nicht, das Projekt scheint also noch ziemlich am Anfang zu stehen. Wenn man aber etwas zurückblickt und sich anschaut, dass Microsoft im Jahrestakt in der Lage war, die 3 Definitive Editions zu den alten Age of Empires Teilen zu releasen, kann man eigentlich von einer Veröffentlichung Ende 2023 ausgehen. In Age of Mythology kämpfen mit den Griechen, den Ägyptern, den Wikingern, den Atlantern und den Chinesen, wenn man alle Add-ons hinzunimmt, 5 teilweise unterschiedlich spielbare Fraktionen um die Gunst der Götter. Was ihr hier seht, ist übrigens Material aus dem Originalspiel von 2002. Darüber hinaus hat Microsoft Age of Empires 2 sowie Age of Empires 4 für die Xbox angekündigt. Da es sich um eine hauseigene Serie handelt, gehen PlayStation-Spieler leer aus. Teil 2 erscheint somit am 31.01.2023 auf Xbox Series X und S und Teil 4 im Laufe des Jahres 2023. Beide Versionen sollen dem Vernehmen nach sofort im Xbox Game Pass verfügbar sein und das Gerücht von Crossplay zum PC schwirrt im Raum herum, auch wenn ich mir nicht so recht vorstellen kann, wie man in einem RTS mit einem Controller Land gegen einen Spieler mit Maus und Tastatur sehen soll, aber ich lasse mich da gern vom Gegenteil überzeugen. Laut Microsoft soll sich die Steuerung jedenfalls großartig mit Controller anfühlen. Abwarten. Last but not least gab es dann auch noch den ersten Trailer zu Age of Empires Mobile. Die Smartphone-Version soll kein Port werden, sondern eine extra für Mobile entwickelte Version mit einzigartigem Stil sein, die euch visuell vom Hocker hauen soll. Mehr ist dazu aber noch nicht bekannt. Klingt alles sehr interessant und deshalb bleibe ich da für euch dran und versorge euch gerne auch weiterhin mit News zur Microsofts Age-Serie. Wenn ihr da Bock drauf habt, lasst doch gerne ein Abo da und bleibt up to date.